Herzlich willkommen bei Videowissen. Heute geht es um die künstliche Intelligenz. Zu diesem Thema haben wir vor kurzem eine Veranstaltung im Rahmen eines MINT-Cluster-Projektes hier in Sonneberg veranstaltet mit 2 Vorträgen. Für den einen Vortrag haben wir Michael Hipke gewinnen können. Er ist studierter Volkswirt und war viele Jahre in renommierten Beratungsfirmen tätig oder auch in großen Konzernen der Bundesrepublik als Projektleiter für sehr anspruchsvolle Projekte. Und sowohl bei dieser Tätigkeit als auch bei seinem Hobby, der Astrophysik, insbesondere der Entdeckung von extrasolaren Planeten, kam er zwangsläufig mit den neuesten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz in Berührung. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir ihn als Referenten für diese Veranstaltung gewinnen können. Er spricht mit dem provokanten Titel Künstliche Intelligenz, brauchen wir bald nicht mehr zur Schule zu gehen, vor ungefähr 200 Schülern. Über die Vorzüge der künstlichen Intelligenz als auch über die Risiken. Ich wünsche euch einen interessanten Vortrag. Wir unterhalten uns heute zum Thema künstliche Intelligenz. Brauchen wir bald nicht mehr zur Schule gehen? Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zum Einstieg mitgebracht. Die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, was hören wir zuerst an, die gute oder die schlechte Nachricht? Also liebe Lehrer, ab morgen sind Sie arbeitslos. Liebe Schüler, das ist eure letzte Stunde. Danach geht's wohin eigentlich? Das ist dann die nächste Frage, ne? Also schauen wir uns mal an, die Agenda für diese Stunde. Als Einstieg, wie stellen wir uns denn überhaupt eine Zukunft mit KI vor? Wird durch künstliche Intelligenz alles toll? Wird dadurch ganz viel Schlimmes passieren? Was sind denn die Vor- und Nachteile? Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Müssen wir dann noch in die Schule? Müssen wir was verändern in der Schule? Müssen wir etwas anderes lernen? Vielleicht starten wir mit einer kurzen Handmeldung aus der Runde. Wer glaubt denn, dass die positiven Auswirkungen der künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahren überwiegen? Wer sieht denn eine sehr positive Zukunft? Bitte einmal die Hand heben. So, ich sehe jetzt ungefähr 1/3 der Hände. Wer glaubt denn, dass die negativen Folgen überwiegen? Die Risiken, die Gefahren? Ich sehe jetzt ungefähr 2/3 der Hände. Vielen Dank. Wie stellt ihr euch denn eine negative Zukunft vor? Sind das Risiken, die eher klein sind? Sind das existenzielle Risiken? Was könnten wir ungefähr erwarten dürfen auf der schlechtesten Seite überhaupt? Das ist vielleicht eine Welt dominiert von bösartigen Robotern, die gegen uns Menschen vorgeht. Was passiert bei Terminator? Super, Skynet. Skynet ist eine künstliche Intelligenz, die die Kontrolle über das Militär übernimmt und gegen die Menschen kämpft. Das ist aus meiner Sicht so ziemlich das schlimmste Szenario, das passieren könnte, militärische Konflikte, Weltuntergangsszenario. Und was wäre die Folge von so etwas? Was sehen wir auf diesem Bild? Wir sehen den Eiffelturm, wir sehen Atomraketen, Weltuntergang, das Ende der Welt, alles ist zu Ende. So, jetzt will ich aber niemanden verrückt machen. Das war einfach mal der Aufwecker am Anfang dieses Vortrages. Jetzt sind, glaube ich, alle wach. Und jetzt geht es darum zu schauen, wie können wir diese Risiken reduzieren, vielleicht vermeiden. Was gibt es für positive Seiten an der Zukunft, die wir ergreifen müssen, um miteinander eine gute Welt zu gestalten? Und der Rest des Vortrages wird sehr positiv sein. Die positive Welt, die wir uns vielleicht ausmalen können in der Zukunft, wie sieht die aus? Saubere Häuser, grüne Wiesen, blauer Himmel, Licht, positiv, sauber, schön. Dieses Bild spitzt es noch ein bisschen mehr zu. Wir sehen fliegende Autos. Vielen Dank, sehr gut. Als ich so alt war wie ihr, hatte ich auch eine Vision von der Zukunft. Und in der Zukunft habe ich mir tatsächlich vorgestellt, fliegende Autos. Ich werde eines Tages ein fliegendes Auto besitzen und werde nie mehr im Stau stecken. So, ich wohne im Moment in Nordrhein-Westfalen. Wer das kennt, wer da mal war, der weiß, das ist das schlimmste Stauland der Welt. Ich würde so gerne ein fliegendes Auto haben. Warum haben wir keine fliegenden Autos? Ich glaube, technisch wäre das durchaus möglich. Wir haben Flugzeuge, wir haben Hubschrauber. Warum besitzen wir Fahrzeuge mit Rädern und nicht fliegende Autos?
Ich löse das mal auf, worauf ich hinaus wollte. Fliegen ist anstrengender als Fahren. Wir brauchen dafür mehr Energie. Und diese Energie müssen wir irgendwie transportieren. So, ich fahre ein Elektroauto, damit kann ich 400 Kilometer fahren bis zur nächsten Ladestation. Wenn ich jetzt ein fliegendes Auto hätte, dann würde ich damit mit der gleichen Energiemenge nicht so weit kommen. Ich bräuchte also eine Technologie, um mehr Kilowattstunden, mehr Kapazität in meinem Akku mitzuführen, ohne dass das Ding so groß wird wie ein Haus. Das soll ja immer noch in diesem fliegenden Auto mit dabei sein. Und die Technologie, die in der Zukunft möglicherweise eingesetzt werden könnte, wären supraleitende Kondensatoren. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, bei Raumtemperatur Energie verlustfrei zu transportieren, könnten wir auch sogenannte Kondensatoren, also Batterien bauen, die auf kleinem Raum mit geringem Gewicht sehr viel Energie speichern können. Und damit wären fliegende Autos viel günstiger möglich. Um den Bezug vom fliegenden Auto zur künstlichen Intelligenz zu machen, uns fehlt tatsächlich nur noch eine einzige Erfindung, um diese Supraleitung bei Raumtemperatur zu erfinden. Da gibt es eine lange Forschungsgeschichte und wir sind immer noch nicht da angekommen, um das fliegende Auto möglich zu machen. Es fehlt aber nicht mehr viel. Und ich wünsche mir, dass die Forscher der Zukunft gemeinsam mit künstlichen intelligenten Verfahren, mit Algorithmen, mit Maschinen, die uns beraten, diese Erfindung machen, damit wir alle eine bessere Zukunft haben. Damit wir die Technik zur Verfügung haben, auch unsere Umwelt zu schützen. Das ist hier auf dem Bild schön gezeigt. Wir haben hier eine blühende Landschaft, wir haben Natur in Verbindung mit Technik und dafür brauchen wir bestimmte Technologien, um zum Beispiel fossile Energien besser ersetzen zu können. So, mit diesen neuen Technologien entstehen aber auch Veränderungen im Alltag. Zum Einstieg hier ein Bild, das mir persönlich sehr gut gefällt, denn wir sehen hier klassische Autos, die auf einer Straße fahren, die aber so ein bisschen futuristisch aussehen. Wir sehen aber auch im Vordergrund etwas, was ein bisschen verstörend ist. Was ist euer Eindruck? Was sehen wir da? So, da sind Menschen arbeitslos, genau. Die sitzen da und haben keine Arbeit. Warum könnte das so sein? Weil die KI alles übernommen hat und die Menschen haben keine Arbeit mehr. So, und damit kommen wir zum Kern dieses Vortrages heute, um uns mal anzuschauen, was übernimmt die KI? Was machen wir? Wie sieht der Job der Zukunft aus? Und ihr alle seid ja in einer Situation, wo ihr in den nächsten Jahren überlegen müsst, wie geht es denn nach der Schule weiter? Also aus der Schulnummer kommt ihr wahrscheinlich nicht so schnell raus. Nehmen wir mal an, die Schule gibt es auch morgen noch und nach den Ferien. Aber irgendwann endet die Schule für euch und ihr startet ins Berufsleben. Und dann ist die Frage, wie sieht der Job der Zukunft aus? Seid ihr dann in irgendeinem Wolkenkratzer am Jonglieren auf einem Holoscreen, um dort irgendwelche Dinge zu bauen, zu simulieren? Oder macht das, was diese Person da macht, vielleicht dann die KI? Also da sollten wir noch mal ein bisschen genauer einsteigen und uns überlegen, welche Jobs interessanter werden und welche vielleicht sich verändern. Wir verändern die Welt mit künstlicher Intelligenz. Bevor wir in dieses Berufsthema ganz tief einsteigen, noch mal ein kurzer Rückblick auf andere Veränderungen, denn die Kernfrage, die wir jetzt uns noch stellen sollten, ist, wie groß ist eigentlich die Veränderung durch künstliche Intelligenz? Ist das eine kleine Sache, die nächstes Jahr wieder vorbei ist und so ein kurzes Dings wie die Fußball-Weltmeisterschaft und dann hat jeder 4 Wochen Spaß und dann ist es vorbei? Oder ist das was unser Leben auf Jahre oder Jahrzehnte verändern wird? Dem wollen wir uns jetzt noch mal kurz nähern, um zu überprüfen, ist das Thema für euch, für uns überhaupt relevant? Was ist eure Einschätzung? Wer glaubt, dass KI die ganze Welt massiv verändert? Bitte einmal Hand heben. Ich sehe fast alle Hände. Mal zur kurze Gegenprobe. Wer glaubt, dass KI gar kein so großes Thema ist, wie es im Moment angenommen wird? Bitte einmal Hand heben. Niemand. Cool. Also, dann schauen wir mal. Das ist, um es zu spoilern, das ist auch meine Meinung und ich habe auch ein paar Indizien dafür mitgebracht. Die Veränderungen der Menschheitsgeschichte. Ich habe ein paar wenige Beispiele hier rausgegriffen. Was sehen wir hier auf diesem Bild? Ein Rad, genau. Was wird es nicht geben ohne Räder? Keine Autos, keine Fahrräder, keine nix, genau. Die Welt wäre ganz anders. Das Rad war eine ganz, ganz große Erfindung. Was sehen wir hier auf dem nächsten Bild? Buch, Schrift, Literatur, genau. Wenn ihr keine Schrift hättet, keine Bücher hättet, keine
Texte hättet, dann wäre die Welt eine ganz andere. Ihr könntet keine WhatsAppen schreiben, ihr könntet keine TikTok-Beiträge schreiben. Das wäre ja alles Mist. Ja? Die Erfindung der Schrift, des Buchdrucks war eine ganz wichtige. Die hat die Welt ganz massiv verändert. Letztes Beispiel, was sehen wir hier? Glühbirne, elektrischer Strom. Wenn wir keinen Strom hätten, welche Geräte wird es dann gar nicht geben? Handy, wichtige Erfindung. Wer hat kein Handy? Einmal Hand hoch. Super, danke. Wer hat ein Handy? Einmal Hand hoch. Hätte so rum anfangen sollen. Vielen Dank. Die meisten Menschen tragen dieses Gerät mit sich rum. Ich habe persönlich tatsächlich bis zu meinem 22. Lebensjahr kein Handy besessen. Ich hatte alle anderen Geräte, die es irgendwie gab. Ich habe Computer programmiert, ich habe alles gemacht. Ich habe kein Handy besessen, ich habe das lange verweigert. Wer glaubt, dass KI die nächste große Erfindung ist, so groß wie das Rad und der Buchdruck, die Elektrizität, das Handy? Ich sehe die Hälfte der Hände. Genau, das ist die Kernfrage, wie groß wird es? Ein Indiz dafür. Wer von euch hat zu Hause einen Gaming-PC? Einmal Hand heben. Okay, ich sehe hier so ein Drittel der Hände, wunderbar. Wer weiß, ob er in diesem Gaming-PC eine Grafikkarte von der Firma Nvidia hat? Einmal Hand heben. So, wunderbar, habe ich auch zu Hause. Eine 1080 Ti, schon ein paar Jahre alt. Der Kollege da oben in der Regie, der hat eine ganz moderne, ich habe sie schon bewundern dürfen. Kostet 1.000 €, damit kann man richtig geil zocken. Und die Firma Nvidia ist der führende Hersteller dieser Gaming-Grafikkarten. Die gibt es seit 20 Jahren ungefähr. Und was wir hier sehen, ist der Börsenkurs der Firma Nvidia. Das ist die untere gelbe Linie und die war, wir sehen es nur ab dem Jahr 2020. Wenn ich es noch länger zeigen würde, dann wäre die Grafik so klein, da könnt ihr gar nichts mehr sehen. Vor 10 Jahren war dieser Börsenkurs so weit da unten, dass das den Boden gekratzt hat. Die haben Grafikkarten produziert, die haben Gamer gekauft, damit haben die gutes Geld verdient. Und die sind die letzten Jahre über noch massiv erfolgreicher geworden, nämlich durch ein ganz besonderes Ding, was sie rausgebracht haben. Wer weiß das? Okay, das ist interessant, dann bringe ich euch heute was Neues bei. Die Modelle der künstlichen Intelligenz, die großen Sprachmodelle, ChatGPT und alles weitere, wird auf Grafikkarten der Firma Nvidia trainiert und darauf läuft auch die Inferenz ab. Das heißt, man trainiert und lernt diese Modelle an auf Grafikkarten der Firma Nvidia. Und wenn ihr bei ChatGPT eine Frage stellt, dann geht das an den Server und auf dem Server laufen diese Grafikkarten und die errechnen die Antwort. Nvidia hat ungefähr 90% des Marktes. Es gibt noch ein paar kleinere Hersteller, AMD und Google hat was Eigenes rausgebracht, aber das sind kleine Spieler. Und jetzt ist die ChatGPT und andere große Sprachmodelle sind etwas relativ Neues. Wer weiß, seit wann ist ChatGPT voll auf dem Markt? Wann habt ihr damit zum ersten Mal Kontakt gehabt? Bitte? 2021, dann schauen wir uns mal den Börsenkurs an. Und der ist zum ersten Mal auf so einen Peak gegangen im Jahr 2021. Und was Börsenkurse immer mal machen, es geht so ein bisschen auf und ab und das wollen wir auch nicht überinterpretieren hier. Aber die Firma Nvidia hat einen wahnsinnigen Anstieg hier gehabt die letzten Jahre. 2023, 2024 ist diese Linie ganz massiv angestiegen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn GPT und andere große Modelle, Sprachmodelle, KI, Algorithmen weiter interessant sind, weiter zunehmen, weiter Verbreitung erfahren, dann wird die Firma Nvidia ganz massiv profitieren. So, warum bringe ich das jetzt mit der Firma Nvidia so raus? Das ist ein Technikhersteller, die liefern ein Werkzeug für KI, aber nur eines. Es gibt noch andere Spieler auf dem Markt, die großen Firmen wie OpenAI, die diese Sprachmodelle rausbringen. Die haben einen ähnlich großen Börsenwert. So, was wir hier sehen, um das jetzt aufzulösen, ist ein Bloomberg Terminal, da kann man Börsenkurse anschauen und gegenüberstellen. Und der zweite Börsenkurs, den wir hier sehen, der weiße da oben, das sind alle Firmen der Bundesrepublik Deutschland. Der Börsenkurs aller deutscher Firmen. So. Und wir sehen hier, dass die Firma Nvidia letzte Woche wertvoller war als ganz Deutschland. So, Nvidia stellt diese Technik her für KI-Modelle und hat einen Market Cap erreicht, der größer ist als unser ganzes Land zusammen. Alle Firmen in diesem Land, um es ein bisschen zu vereinfachen, gibt es ein paar Disclaimer dazu, aber das ist so ungefähr die Größe von Deutschland. Eine einzige Firma, die das herstellt. Das heißt, die Größe, die die Börse, die Aktienkurse, die Börse im Moment dem Thema KI geben, ist so ungefähr die Wichtigkeit eines der größten Länder der Welt.
und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist so im Moment das Assessment und das ist nur ein Börsenkurs, könnte man jetzt sagen. Was ist das schon wert? Naja, das kann man auch zu Geld machen. Wenn die Firma Nvidia sagt, ich will jetzt investieren, neue Fabriken bauen, whatever, dann kann sie das Geld, kannst du neue Aktien rausgeben, kann das Geld verwenden. Also das ist nicht nur ein Kurs, das ist echt real, dass da richtig Kapital dahinter steckt. So, kurze Frage, sind wir uns denn jetzt sicher? Was bedeutet das? Wie sicher sind wir uns, dass das weiter wächst, dass das groß wird? Keine Ahnung. Ja? Ist auch nur Mutmaßung von mir. Wir haben hier Peter Thiel. Wer kennt Peter Thiel? Also Peter Thiel war der Finanzinvestor aller großer Tech-Firmen in Kalifornien. Der hat Google finanziert, bevor Google rauskam. Facebook, PayPal, eBay, alle diese Firmen, die wir heute kennen. Nicht TikTok, die kommen woanders her. Aber fast alle großen Firmen wurden von Peter Thiel finanziert. Der sagte genau wie ich, er hat sich mal fliegende Autos gewünscht. Und was hat er bekommen? 140 Zeichen auf TikTok und Twitter. Also manchmal ist die Zukunft, wie wir sie uns ausmalen, irgendwie klar. Ne? Also mir war auch klar, wir fliegen mal später spazieren. Ist nicht so gekommen. Steckst nicht drin, kann irgendwie noch anders kommen. Also, wie geht es weiter mit Berufen? Wenn die KI, nehmen wir mal das Szenario an, wir haben eine positive Zukunft, wir haben eine KI-Zukunft, die gut läuft. Welche Berufe fallen weg? Wo müsst ihr aufpassen? Büroberufe, genau. Was ist mit der Produktion? Produktion von Maschinen, sowas. Ich habe als Student mir mein Geld verdient, indem ich bei Mercedes am Fließband stand. Ich war Fußmatte vorne rechts. Da kam ein Auto auf dem Fließband, da war noch keine Tür drin. Ich nehme die Fußmatte, ich lege die rein. Und dann kommt das nächste Auto. 1700 Autos am Tag, 8 Stunden 45 Arbeitszeit, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das war der Job, das hat mir mein Studium finanziert. Wird es diesen Job in Zukunft noch geben, Fußmatte vorne rechts reinlegen? Oder kann das eine Maschine? So sieht die Autofabrik der Zukunft aus. Ich glaube, das Berufsziel Fließbandarbeiter ist ein schwieriges. Weitere Beispiele. Taxifahrer. Wer möchte mal gern Taxifahrer werden? Okay, niemand? Ich sehe keine Wortmeldung hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es alle noch erleben, dass es selbstfahrende Autos gibt. Vielleicht wäre dann das Berufsziel Taxifahrer nicht das Richtige. Also, Fließbandarbeiter, Taxifahrer. Wir haben hier den Buchhalter Bürojobs gehört. Da gibt es sicherlich einige, die sich automatisieren lassen. Da muss man sich auch genau überlegen, welche Bürojobs laufen gut, welche nicht. Übersetzer. Ich arbeite im Moment in einem Unternehmen, das hat eine Zentralverwaltung mit 4000 Mitarbeitenden in einem großen Bürokomplex. Da gab es bis vor kurzem ein Team mit 10 Kollegen, die haben übersetzt von Englisch nach Deutsch und von Deutsch nach Englisch. Die gibt es nicht mehr. Werdet nicht Übersetzer. Das ist mein Rat. So, das sind die Sachen, wo man sich ein bisschen überlegen muss bei der Berufswahl. Was sollte ich vielleicht nicht machen? Wir haben auch ein paar Sachen, die interessanter werden können. Und wir wollen ja tatsächlich an eine interessante Zukunft denken. Wo geht die Reise hin? Was möchte ich persönlich machen? Wo bin ich gut? Was macht mir Spaß? Und was gibt es in Zukunft noch? Wer hat eine Idee, welche Berufe werden wichtiger oder bleiben wichtig? Handwerkliche Berufe, sehr gut. Feuerwehr, Polizei, genau. Friseur. Ich weiß nicht, ob ich mir von der Maschine die Haare schneiden lassen will. Da ist auch nicht mehr viel zu tun jetzt. Also ein schlechtes Beispiel, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird mit den Frisuren, will man vielleicht auch in den Dialog gehen mit dem Friseur, sich beraten lassen. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weg von der Maschine. Polizist wurde genannt. Künstler jeder Art. Influencer. Weiß ich nicht. Fragezeichen. Handwerker, ganz wichtig. Also ich glaube, der Klempner, der die Wasserleitung repariert, bis das die Maschine kann, dauert es noch echt lange. Also ich glaube, das ist ein sicherer Beruf. Dann das Thema Arzt, Pflege. Das sind sicherlich Dinge, die wir auch in Zukunft brauchen können. Lehrer, Fragezeichen. Kommen wir noch mal gleich darauf zurück. Was machen die Lehrer der Zukunft? So, ich habe hier einen Punkt, den 4., den Sportler, mit aufgeführt. Was glaubt ihr denn, wer von euch hat Interesse, später mal professionell eine Sportart zu machen? Einmal Hand heben. Okay, ich sehe vereinzelte Hände in der Luft. Ist eine coole Idee, muss man sich aber auch überlegen, wie werden wir ersetzt im Sport durch Maschinen? Denn es gibt Autos, die können schneller fahren, als der Mensch rennen kann. Ersetzt uns das jetzt beim Marathonlauf? Wahrscheinlich nicht. So. Und als kleine Auflockerung habe ich euch auch ein Video mitgebracht, aber bevor ich euch das zeige,
Einmal kurz die Frage nach der Fußball-Europameisterschaft. Die Fußball-EM der Männer, da sind nur männliche Menschen zugelassen mitzuspielen. Jedes Land stellt ein Team. Jetzt stellen wir uns mal vor, bei der Fußball-EM wäre ein zusätzliches Land erlaubt oder ein zusätzliches Team und das wäre das Maschinenteam, das künstliche Intelligenzteam. Und die besten Forscher der Welt oder Europas wären jetzt dafür verantwortlich, dieses Fußballteam zusammenzustellen, aufzubauen. Wir hatten vorhin das Bild vom Terminator gesehen, das war so eine Maschine, so 2,20 Meter groß, aus Metall, konnte laufen. Ihr kennt den Film vielleicht vom Terminator, der hat auch Waffen dabei, also die braucht man jetzt im Fußball nicht, aber stellt euch vor, so die beste Maschine, 11 Stück davon, einer steht im Tor, 10 auf dem Feld, die dürften jetzt bei der Fußball-EM mitspielen, wie ein Land. Wer glaubt denn, dass dieses Team die Fußball-EM gewinnen würde? Okay. Wer glaubt, dass die irgendwo vorne mit dabei wären, zumindest? Ich sehe auch wieder Hände. Wer glaubt denn, dass die total ablosen würden, die Maschinen? So, ich sehe jetzt ungefähr 10, 20 Hände. Die anderen 180 sagen, die Maschinen gewinnen, die spielen besser Fußball als wir. So, und dann darf ich meinen Kollegen aus der Regie bitten, einmal das Video zur Fußball-Roboter-WM abzuspielen. Denn, Sekunde noch, ich habe hier noch einen Satz, den ich loswerden will, bevor es losgeht. Es gibt bereits eine Weltmeisterschaft der Robot-Fußballer. Da spielen also Robot-Teams gegeneinander. Und das schauen wir uns 2 Minuten an von so einem Spiel, wie das ungefähr abläuft, was die für einen Qualitätsstandard haben, wie gut die sind. So, Video kann losgehen. Also da spielt die Uni Magdeburg gegen die Uni Erfurt, glaube ich. So, das ist jetzt hier, die eine Mannschaft geht aufs Feld. Ne? So, also wir sehen jetzt, die Spieler haben sich selbstständig auf dem Feld aufgestellt. Der Ball wird in die Mitte gelegt von einem Menschen und jetzt geht's los. Jetzt ist Anpfiff. Und die haben noch ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten. Wir sehen auch, es ist 5 gegen 5 Spieler, also nicht 11 gegen 11, sondern 5 gegen 5. So, schlimmer Sturz, aber es steht wieder. Also Regie, vielen Dank, wir können das Video stoppen an der Stelle. Jetzt werden die Teams natürlich im nächsten Jahr versuchen, ihre Spieler noch mal besser zu machen und noch mal mehr Intelligenz in die einzelnen Spieler zu investieren, versuchen auch die Robotik dieser Fußballspieler zu verbessern. Aber ihr könnt mal bei YouTube schauen, da gibt es also jedes Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft, findet auch, ich glaube, jedes zweite Jahr statt, aber dazwischen gibt es immer mal Trainingsspiele zwischen Universitäten. Das hat vor 10 Jahren auch schon so ausgesehen. So. Und wenn ich mir das anschaue, komme ich so ein bisschen ins Grübeln, was die Robotik angeht. Also die Intelligenz der Sprachmodelle, die ist sicherlich beeindruckend. Die Frage, wie gut sind die Roboter im physischen Ablauf? Wie schnell sind diese Maschinen? Wie gut sind die auch miteinander koordiniert? Fragezeichen. Ich würde jetzt die Umfrage nochmal wiederholen. Wenn wir das beste Roboterteam zur Fußball-EM zulassen würden am 14. Juni, wer glaubt, dass das Team gegen Deutschland gewinnen würde? Ich sehe vereinzelte Hände in der Luft und viel Lachen im Raum. Es macht auf jeden Fall nachdenklich. Und damit machen wir das Thema zu und kommen noch mal kurz zu einem philosophischen Rundumschlag. Wo geht denn die Reise hin? Denn KI wird nicht alles gleichermaßen abräumen können. Das wird nicht so sein, dass plötzlich morgen oder nächstes Jahr KI alles besser kann als der Mensch. Sowas wird schrittweise ablaufen und auf manchen Gebieten wird das ganz fantastisch funktionieren, zum Beispiel bei der Übersetzung. Ich glaube aber bei vielen handwerklichen Dingen, die Reparatur der Wasserleitung, die würde ich nicht diesem Team anvertrauen wollen. So, wir machen noch mal einen kurzen philosophischen Rundumschlag über diese Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also Schule, Karl Marx, da haben sie mich immer mit geplagt, hat gesagt, hier Kapitalakkumulation und ich habe dann irgendwann mal, war so doof und habe Volkswirtschaftslehre studiert, da wird das auch immer erzählt. Da gibt es die großen Unternehmen und die sammeln Kapital, die werden immer noch größer, die beuten den Menschen aus, bla bla.
Ich würde das abkürzen an der Stelle und sagen, man muss aufpassen bei der Berufswahl, dass man, wenn man was Cooles macht, kann man auch ein bisschen Geld verdienen in Zukunft, von viel bis ganz viel. Wenn man irgendwas macht wie Taxifahren, dann wird man irgendwie wegrationalisiert, dann ist doof. Also diese Konzentration hin zu anderen Berufen, die ist sicherlich wichtig. Die Gehälter der Berufe werden sich ändern. Ja, wenn es Berufe gibt wie Taxifahrer, die werden nicht an einem Tag sich auflösen, da werden die ersten Robotaxis kommen, vielleicht in 10 oder in 20 Jahren, und dadurch werden die Gehälter der Taxifahrer möglicherweise sinken, weil die weniger nachgefragt sind. Das sind dann arbeitslose Taxifahrer, die sagen, hey, ich würde es auch für die Hälfte machen, damit ich überhaupt noch irgendwas zu fahren habe. Diese sozialen Veränderungen, die gab es in der Vergangenheit auch schon. Also wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, irgendwann früher waren mal alle Menschen Landwirte, haben auf ihren Feldern gearbeitet, dann kamen die Fabriken auf und dadurch gab es eben eine Veränderung. Es waren Landwirte nicht mehr so gefragt, es waren Fabrikarbeiter da, es war Armut dann da und diese sozialen Veränderungen, die Menschen werden arbeitslos, führen zu sozialen Konflikten und die müssen wir politisch lösen. Das ist eine Frage für euren Politikunterricht. Wie geht man mit sowas um? Da gibt es Unterstützung, da gibt es Trainings, vielleicht für Menschen, die ihren Beruf ändern müssen oder möchten. Wir müssen auch aufpassen zu den Risiken. Immer mehr dieser Interaktionen, die wir miteinander machen, finden online statt. Früher war alles das geschriebene oder das gesprochene Wort auf Papier oder miteinander oder am Telefon und wenn es weg war, war es weg. Heute bleibt alles für immer online. Wir leben auch immer mehr in unserer eigenen Bubble. Wenn wir dann irgendwie einen gewissen Stream auf TikTok konsumieren, dann schlägt uns der Algorithmus immer mehr vom Gleichen vor. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht in so einer Illusion zu leben, dass die ganze Welt nur noch aus dem besteht, was wir glauben, was alles ist. Weil es gibt immer noch andere Dinge, die wir nicht sehen und unser Medienkonsum wird in gewisser Weise fremdgesteuert. Wir hatten angefangen mit dem Terminator-Bild, um alle aufzuwecken, und jetzt sind wir fast am Ende des Vortrages angelangt. Die Kriege der Zukunft. Ich bin so ein bisschen nachdenklich geworden beim Ukraine-Krieg im Moment. Da gibt es Drohnen, die aus der Luft Beobachtungen machen. Die werfen auch teilweise Bomben nach unten und zerstören dort Dinge und Menschen. Die sind aber ferngesteuert. Also da sitzen Menschen an einem Gerät und lenken diese Drohne. Man könnte sich vorstellen, so wie es ein selbstfahrendes Auto gibt, gibt es in Zukunft auch eine selbstfliegende, kämpfende Maschine wie der Terminator. Da müssen wir miteinander sprechen, wie wir das regeln, dass das positiv abläuft. Zum Abschluss der bessere Unterricht. Marc Andresen sagte mal vor kurzem, er glaubt eigentlich, dass dieses Positive, was wir haben, überwiegt. Wir sollten uns natürlich unterhalten miteinander über die Berufe, über die Kriege, über die sozialen Veränderungen. Aber um es konkret für die Schule abzuschließen hier in diesem Vortrag, lasst uns doch versuchen, das zu nutzen, wie es optimal ist. Ein Lehrer hat nur eine bestimmte Kapazität, Klassen sind sehr groß, nicht jeder Schüler kann immer alle Fragen loswerden, jeder hat einen eigenen Leistungsstand. Und sein Argument hier ist, dass KI uns ermöglichen wird, also ChatGPT in einigen Jahren vielleicht, so gut sein wird, alle diese Fragen didaktisch auch zu beantworten. Also ich habe eine Frage, ich stelle sie nicht dem Lehrer, sondern meiner eigenen Lehrer-KI. Das ist so eine gewisse Vision. Da gibt es noch kein Produkt am Markt, zumindest kenne ich keines, aber als Unterstützung der Lehrkräfte könnte ich mir das vorstellen, die Schule der Zukunft, wo jedes Kind, wo jeder Schüler seinen eigenen Zusatzlehrer hat in einer KI-Version. Zusammenfassung. Werden wir durch künstliche Intelligenz alle reich und können uns auf die faule Haut legen? Wer glaubt ja, einmal Hand heben? Keine 1, 2, 3 Leute. Kleine Minderheit. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube, die Berufe verändern sich. Ich glaube, wir müssen noch zur Schule. Ich glaube, wir müssen aufpassen mit der Berufswahl.